Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. The only solution for managing migration in the European Union is to give this right back to the member states, said Prime Minister Viktor Orban at a top-level roundtable discussion at the so-called International Strategy Forum, or BSF, in Bled, Slovenia. He added that migration was not acceptable as a solution to demographic problems either, because mainly Muslim immigrants would change traditional European culture. He recalled that during the 2015 crisis, he had been the first to draw attention to the fact that an EU approach to migration could destroy European culture. Already then, he argued that uncontrolled immigration could lead to terrorism and social difficulties, and that the EU was not prepared and had no answers. Mr. Orban said that a new migration crisis was now looming because of the events in Afghanistan. On Wednesday, Prime Minister Naftali Bennett appointed the new head of the Sabak, or Shin Bet Internal Security Service. For security reasons, the Prime Minister's nominee can only be referred to by the Hebrew initial of his name, RES, until his appointment is approved by the government. RES served in the elite Sayeret Matkal unit in the army and then joined the Shabak as a fighter in the operations unit. He has a career in Israel's defense establishment spanning more than 3 decades and has served for the past 2.5 years as the right-hand man to outgoing Shabak director Nadav Argaman. RES holds a bachelor's degree in political science and philosophy from Tel Aviv University and a master's degree in public administration from Harvard. He is 55 years old, married, father of 3 children. Hungary and Poland have not improved in terms of the rule of law since the last rule of law report in September last year, said EU Justice Commissioner Didier Reynders to a meeting of the European Parliament's Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, or LIBE. The Commissioner underlined that the independence of the judiciary in Poland and Hungary remains a cause for concern, and that there are serious problems with media freedom and systemic corruption in Hungary. He added that Hungary had recently been the subject of another infringement procedure for breaching the EU Charter of Fundamental Rights by banning content that includes depictions of a gender other than that of a person's birth or homosexuality. US President Joe Biden has pressed former Afghan President Ashraf Ghani to make the international public and Afghans believe that he is in control. In return, Biden promised to help Kabul, according to a joint report by several foreign news agencies, which looked at transcripts from the last telephone conversation between the two politicians at the end of July. In the conversation, which lasted about 15 minutes on the 23rd of July, Biden said the world was growing increasingly less confident in the success of Afghan government forces against the Taliban, and said Kabul must first convince the public that it could defeat the Taliban whether it is true or not. He also praised the Afghan army, pointing out that Kabul had 300,000 well-trained and well-equipped soldiers compared to 70 to 80,000 Taliban troops. We will continue to provide their support if we know what Kabul's plan is, said Biden. And finally, for the weather, calmer, sunnier, pleasant weather continues tomorrow. Afternoon temperatures are already reminiscent of summer days. The temperatures will typically average 7 to 14 degrees Celsius in the morning and 21 to 27 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die einzige Lösung für das Management der Migration in der Europäischen Union bestehe darin, dieses Recht an die Mitgliedstaaten zurückzugeben, sagte Ministerpräsident Viktor Orban bei einem hochrangigen Rundtischgespräch auf dem sogenannten Internationalen Strategieforum in Bled, Slowenien. Er fügte hinzu, dass die Migration auch nicht als Lösung für die demografischen Probleme akzeptabel sei, da vor allem muslimische Einwanderer die traditionelle europäische Kultur verändern würden. Er erinnerte daran, dass er während der Krise in 2015 als erster darauf aufmerksam gemacht hatte, dass ein EU-Ansatz zur Migration die europäische Kultur zerstören könnte. Schon damals habe er argumentiert, dass unkontrollierte Einwanderung zu Terrorismus und sozialen Problemen führen könne
und dass die EU nicht darauf vorbereitet sei und keine Antworten habe. Orban sagte, dass aufgrund der Ereignisse in Afghanistan nun eine neue Migrationskrise drohe. Am Mittwoch ernannte Premierminister Naftali Bennett den neuen Leiter des internen Sicherheitsdienstes Shabak oder Shin Bet. Aus Sicherheitsgründen darf der vom Premierminister benannte Kandidat bis zur Bestätigung seiner Ernennung durch die Regierung nur mit dem hebräischen Anfangsbuchstaben seines Namens RES bezeichnet werden. RES diente in der Eliteeinheit Sayeret Matkal in der Armee und wechselte dann als Kämpfer in die Einsatzeinheit Shabak. Er blickt auf eine mehr als 3 Jahrzehnte währende Karriere im israelischen Verteidigungsapparat zurück und war in den letzten 2,5 Jahren die rechte Hand des scheidenden Shabak-Direktors Nadav Argaman. RES hat einen Bachelorabschluss in Politikwissenschaften und Philosophie von der Universität Tel Aviv und einen Masterabschluss in öffentlicher Verwaltung von Harvard. Er ist 55 Jahre alt, verheiratet und Vater von 3 Kindern. Ungarn und Polen haben sich seit dem letzten Bericht über die Rechtsstaatlichkeit im September letzten Jahres nicht verbessert, erklärte EU-Justizkommissar Didier Reynders auf einer Sitzung des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des Europäischen Parlaments LIBE. Der Kommissar betonte, dass die Unabhängigkeit der Justiz in Polen und Ungarn nach wie vor Anlass zur Sorge gebe und dass es in Ungarn ernsthafte Probleme mit der Medienfreiheit und der systemischen Korruption gebe. Er fügte hinzu, dass gegen Ungarn kürzlich ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet wurde, weil es gegen die EU-Grundrechtecharta verstößt, indem es Inhalte verbietet, die die Darstellung eines anderen Geschlechtes als dem der Geburt oder von Homosexualität beinhalten. US-Präsident Joe Biden hat den ehemaligen afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani gedrängt, der internationalen Öffentlichkeit und den Afghanen vorzugaukeln, dass er das Land unter Kontrolle hat. Im Gegenzug versprach Biden, Kabul zu helfen, sei ein gemeinsamer Bericht mehrerer ausländischer Nachrichtenagenturen, die sich Abschriften des letzten Telefongespräches zwischen den beiden Politikern Ende Juli angesehen haben. In dem Gespräch, das am 23. Juli etwa 15 Minuten dauerte, sagte Biden, die Welt habe immer weniger Vertrauen in den Erfolg der afghanischen Regierungstruppen im Kampf gegen die Taliban und Kabul müsse zunächst die Öffentlichkeit davon überzeugen, dass es die Taliban besiegen könne, ob es nun stimmt oder nicht. Er lobte auch die afghanische Armee und wies darauf hin, dass Kabul über 300.000 gut ausgebildete und gut ausgerüstete Soldaten verfüge, verglichen mit 70.000 bis 80.000 Taliban-Truppen. Wir werden weiterhin Luftunterstützung leisten, wenn wir wissen, was Kabul vorhat, sagte Biden. Und schließlich zum Wetter. Das ruhigere, sonnige und angenehme Wetter setzt sich morgen fort. Die Temperaturen am Nachmittag erinnern uns bereits an Sommertage. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt zwischen 7 und 14 Grad am Morgen und zwischen 21 und 27 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com.